Okay, good morning everyone. Guten Morgen alle zusammen. Let's open with a prayer. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this new day of life, danke für diesen neuen Tag des Lebens, this new study, für dieses neue Studium. and I want to ask for your presence. Ich möchte um deine Gegenwart bitten. Bless us as a congregation, Segne uns als Versammlung and please help Brother Mark to present this topic as you've appointed to. und hilf Bruder Mark, dass er das Thema erklären kann, wie du es bestimmt hast. Help us also to have open eyes and understand, Hilf uns auch offene Augen zu haben und zu verstehen. and also the people that are watching have real interest to understand the Und hilf topic. auch den Leuten, die zuschauen, dass sie ein wahres Interesse haben, das Thema zu verstehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, so this morning I wanted to look at this topic about this Greek horn. Heute Morgen wollte ich das Thema über das griechische Horn anschauen. Okay, we've been discussing these points about Greek education. Wir haben diese Punkte über griechische Erziehung oder Bildung angeschaut. Okay, we understand this is the work of the South, Und wir verstehen, das ist das Werk des Südens, this globalist agenda to basically remove our minds and make us their slaves. diese globalistische Agenda, um unseren Verstand im Grunde zu entfernen und zu ihren Sklaven zu machen. Okay, so there's many things that we still don't understand, Es gibt viele Dinge, die wir immer noch nicht verstehen, but we can't worry about that. We can only go on what we do understand, right? darüber können wir uns aber nicht, sollen wir uns nicht sorgen, sondern mit den Dingen vorwärts gehen, die wir verstehen. Okay, so here we have an illustration of the Sunday law, Hier haben wir eine Darstellung des Sonntagsgesetzes and placed in here the plagues as we know it, und right? hier habe ich die Plagen reingesetzt, so wie wir sie kennen, With the points of peace that break, in between each one of those portions. mit den Zeiten des Friedens, die dazwischen sind innerhalb dieser Abschnitte. Okay, and then I've taken these first 5 plagues and I've placed them down here. Jetzt habe ich die ersten 5 Plagen genommen und sie hier runtergesetzt. Because we know that this test here, the 4th and 5th plague, is like a parallel to the test here, right? Wir wissen, dieser Test hier, die 4. und 5. Plage, ist wie eine Parallele zu diesem Test hier. Okay, so when we take this time of peace here, we have it here, and then the 4th and 5th plagues parallel the experience that you would go through there, right? Also wenn wir die Zeit des Friedens hier nehmen, dann wäre das da. Und die 4. und 5. Plage ist dann eine Parallele zu der Erfahrung, wo du hier durchgehen wirst. Okay, so the first thing I want to do this morning is just go back to the plagues and re-establish our minds and putting those things in their places. Und das erste, was ich heute Morgen machen möchte, dass wir die Plagen nochmal etablieren und sie an den richtigen Platz setzen. Okay, so let's begin by going to Revelation 16 Wir fangen, indem wir zu Offenbarung 16 gehen, and verse 1. in Vers 1. It says, "And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image." Now, we know that the 7 plagues are typified in the Sunday law, Wir right? wissen, dass die 7 Plagen im Sonntagsgesetz vorausgeschattet sind. And they're typified by the work of the trumpets, Sie right? sind durch das Werk der Posaunen vorausgeschattet. Okay, so when you come to the beginning of the Sunday law, here you have this work of this first plague being typified, right? Als am Anfang des Sonntagsgesetzes kommt, da wird das Werk der ersten Plage vorausgeschattet. Okay, and the vial or the punishment is falling upon those that who are worshipping this image, right? Und diese Schale oder diese Plage, die Bestrafung fällt auf diejenigen, die anbeten. Okay, so when you go to Revelation 9 Gehen wir zur Offenbarung 9 and verse 4, und Vers 4.
Okay, this is the work of the first woe, Das right? ist das Werk der ersten Wehe, Which also is working in this time period, die right? auch in dieser Zeitspanne wirkt. It says, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So who are they inflicting? Also wen Afflicting, should I say. wen bedrängen sie? Same in Revelation 16. To use of the mark or worship in the river. Right, only those that are worshipping this Sunday, right? Nur diejenigen, die den Sonntag anbeten. Right, so we see how that work has been typified there. Kann man Right? also sehen, wie dieses Werk dort vorausgeschattet wird. Okay, so when you go to the second vial in Revelation 16 verse 3, Wenn ihr jetzt zu der nächsten Schale geht, Offenbarung 16, Vers 3, it says, the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as blood of a dead man, and every living soul died in the sea. So where's this plague poured upon? wo wird diese Plage ausgegossen? The sea, Auf right? das Meer. And if you go to the next one, verse 4, Und zum nächsten Vers 4, the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because thou hast judged thus. So after the first three plagues, it's like comes a conclusion, right? nach den ersten 3 Plagen kommt eine Schlussfolgerung. Okay, because the second and third plague, it's speaking about the vial being poured on the sea and the rivers of waters, right? Die zweite und dritte Plage spricht darüber, wie die Schale über das Meer und die Wasserquellen und Flüsse ausgegossen wird. And then there's this angel's voice says, Lord, you have judged them, right? Und dann kommt diese Engelstimme und sagt, Herr, du hast sie gerichtet. Right, so why is that written there? What does it mean for us? Warum ist das da geschrieben? Was bedeutet das für uns? Was at the end of a time of trouble, there's a judgment. Right, whenever there's an end of a time of trouble, there's a judgment, right? Immer wenn man zum Ende einer Zeit der Trübsal kommt, gibt es ein Gericht. Yeah, it says, For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments. Bis Right. Vers 7. So on the 7 last plagues, it would be true, they would have murdered God's people. But In den 7 letzten Plagen wäre das wahr, da hatten sie Gottes Volk zuvor umgebracht. let's go to the trumpets, right? Gehen wir jetzt aber zu den Posaunen In verse 8. in Vers 8. It says, And the second angel sounded, and as it were, a great mountain burning with fire was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. What do we see? Was sehen wir? It's the second plague. Right, same as the second plague. We see the same work, right? Dasselbe wie in der zweiten Plage, das gleiche Werk kann man sehen. And this work here is the work of the nations rising up, right? Dieses Werk hier ist, dass die Nationen aufstehen. Because that's what those trumpet power, the first 4 trumpet powers represent, Weil right? das stellen diese ersten 4 Posaunenmächte dar. Now we know in a perfect sense that those 4 trumpets represent the 4 winds being loosed here, Wir right? wissen im vollkommenen Sinne stellt es dar, also diese 4 Posaunen, wenn die 4 Winde dort gelöst werden. But they're just spiritual, teaching us about a work that this power will do against Babylon, right? Also sie sind nur geistlich und lehren uns über ein Werk, was diese Mächte gegen Babylon tun werden. So the second plague here, we see the same work here as we see by those 4 trumpets when they're loosed, Bei right? der zweiten Plage kann man dasselbe Werk sehen, wie wenn diese 4 Posaunenmächte gelöst werden. So I would suggest, just like here when the first woe begins, you also have 1848, right? Ich würde vorschlagen, genauso wie wenn hier diese erste Wehe anfängt, hat man ja 1848. And what happened in 1848? Was ist in 1848 passiert? South. Yeah, that was a civil war, Es war right? ein Bürgerkrieg, der Okay, Südkampf. and this, what's been illustrated here is the work of a civil war, Und right? das, was hier dargestellt wird, ist das Werk eines Bürgerkriegs. Okay, and then the third angel is also fallen on the
rivers and fountains of waters, like this third plague, Der right? dritte Engel fällt jetzt auch auf diese Flüsse und Wasserquellen sowie die dritte Plage. So I would suggest that this is the work here of the south rising against the north in this time period, right? Ich würde vorschlagen, dass das Werk des Südens darstellt, der gegen den Norden in dieser Zeitspanne aufbegehrt. Okay, and when we go to Daniel 11, we have this narrative taking place there at the beginning that we don't really understand. It's very deep, right? Und wenn es zu Daniel 11 geht, dann findet dort am Anfang diese Erzählung statt, die wir noch nicht verstehen, und das ist sehr tief. Because it just shows we have this war between the north and the south going on in here, right? Weil es zeigt, dass der Krieg zwischen Nord und Süden hier drin stattfindet. Okay, so I just want to suggest that those second two plagues is representing the punishment that's coming upon them by the south, right? Also ich möchte ihm vorschlagen, dass diese nächsten zwei Plagen dann diese Bestrafung darstellt, die über sie kommt durch den Süden. Right, it's already causing a civil unrest because they make this Sunday law, Das right? verursacht schon zivile Unruhen, weil sie dieses Sonntagsgesetz gemacht haben. Because these are the two powers, right? The two powers is radical Islam and the South. They are the ones that's punishing them, right? Das sind diese zwei Mächte, der radikale Islam und der Süden. Die sind die zwei Mächte, die sie bestrafen. Okay, so we can see those two powers are already at work, beginning because national apostasy brings national ruin, right? Also sehen, wie diese zwei Mächte schon anfangen zu bestrafen, weil nationaler Abfall führt zu nationalem Ruin. Okay, and that would be in agreement with, just go to Matthew 24. Das wäre in Übereinstimmung, wenn wir zu Matthäus 24 gehen. Verse 6. Vers 6. It says, And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So we already see that the civil war must be taking place, right? Wir haben schon gesehen, dass der Bürgerkrieg stattfinden muss. And there's also these pestilences, right? Und auch diese Pestilenzen. Right, and famines, Und right? Hungersnöte. Okay, so all these things are beginning to take place from this point forward, All right? diese Dinge fangen an stattzufinden, von diesem Punkt an vorwärts. Okay, so if we go back to the notes and go into the head in the fourth plague. Geht zurück zu den Notizen unter der Überschrift die vierte Plage. Okay, so the point is we say that after the third plague, he announces this judgment. I want to say that it's marking this point. There's obviously a little time of peace between the third plague and the fourth plague, right? Also nach der dritten Plage, da kündigt er dieses Gericht an und ich möchte ihm sagen, dass das eben diese kleine Zeit des Friedens markiert zwischen der dritten und vierten Plage. Okay, so how else would we be able to verify that? Wie noch können wir das also bestätigen oder befürworten, verifizieren? Okay, sorry? And Daniel 8, right? Okay. Durch Well, Daniel 8. we will come and look at Daniel 8 in a moment, right? But just, okay, let's just say, we'll verify this point in a sec. Let's go to Revelation 16, verse 8. Also diesen Punkt werden wir gleich noch verifizieren. Gehen wir jetzt erstmal zu Offenbarung 16, Vers 8. It says, And the fourth plague poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues, and they repented not to give him glory. Right? So what we see now is a punishment that's marked by great heat, them being scorched with fire. Right? Was wir jetzt sehen können, ist eine Bestrafung mit großer Hitze, dass sie
mit Feuer versenkt werden. Now remember, this is a punishment upon them, right? Und erinnert euch, das ist eine Bestrafung über sie. So whenever, for instance, when they make a Sunday law, Also wenn sie ein Sonntagsgesetz machen, the trumpet powers are already beginning to punish them, right? fangen die Posaunenmächte schon an, sie zu bestrafen. Okay? So, and what I want to suggest is, because of this test that comes here, this now comes upon them, right? Was ich vorschlagen möchte, wegen diesem Test, der jetzt hier ankommt, kommt das hier dann über sie. And it's already telling you what sort of thing that they've brought upon God's people, Und right? es sagt dir schon, was es ist, was sie über Gottes Volk gebracht haben. For instance, when you get here, when they make a death decree, what comes upon them? Zum Beispiel, wenn man hier hinkommt und sie ein Todesdekret machen, was kommt über sie? It's the same thing, right? Dasselbe. Okay, radical Islam is now allowed to kill, Im right? radikalen Islam wird jetzt erlaubt zu töten. So because here this fourth angel is upon his vial upon the sun and power was given him to scorch men with fire, it's because they are doing the same thing to God's people, Also right? wenn dem vierten Engel jetzt gesagt wird, dass er der seine Schale über der Sonne, also auf die Sonne ausgießen soll und Menschen mit Feuer versengen soll, dann ist es so, weil sie dasselbe über Gottes Volk tun. Okay, go to 2 Samuel chapter 4 and verse 5. Gehen wir zu 2. Samuel 4 und Vers 5. It says, and the sons of Rimmon and the Beerothite, Rechab and Bainab, went and came about the heat of the day to the house of Ishbosheth, who lay on a bed at noon. So what does noon mark? Das markiert Mittag, The heat of the day, right? die Hitze des Tages. Okay, it's all symbolic language, Das ist right? alles symbolische Sprache. And when we go to Matthew 13 verse 6, Wenn wir zu Matthäus 13, Vers 6 gehen, it says, and when the sun was up, they were scorched. Same language, right? selbe Sprache. And this is a parable about what's coming upon God's people, Das right? ist ein Gleichnis darüber, was über Gottes Volk kommt. Okay, when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while, for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he's offended. So the scorching of the sun represents tribulation, right? Vers 21. Und dieses Versengen der Sonne stellt dann also Trübsal dar Persecution, und right? Verfolgung. Yes? Richtig? Okay, so because Babylon persecutes, the same thing comes upon them, right? Und weil Babylon verfolgt, kommt dasselbe auf sie. So the trumpet powers are scorching them with fire. The more that they persecute, the more trouble comes upon them, right? Die Posaunenmächte, sie versengen sie mit diesem Feuer, weil je mehr sie verfolgen, desto mehr Trübsal kommt über sie. Okay, so I'm just trying to. I had a thought there. The power that doesn't matter. The point is that when we take this and come down here, right, Wenn wir das jetzt hier nehmen und hier runterkommen, we have a fiery trial marked, right? Let's just haben do wir that. hier diese Feuerprüfung markiert. Okay. Do we have the same thing here? Haben wir dasselbe hier? Yes, right? Ja. The difference is that this is done by the northern power, Der Unterschied ist, das wird durch die nördliche Macht and this is done by this globalist power, und right? es wird durch die globalistische Macht durchgeführt. Okay, just let's put that there. Also die Feuerprüfung. Okay, so, and Sister White says that the Great Tribulation was a fiery trial, right? Denn White sagt, die große Trübsal war eine feurige Prüfung. Okay, so go to the fifth plague. Geht jetzt zu der 5. Plage. In fact, just before we go there, when we read the end of the fourth plague, it says, they repented not to give him glory. Also jetzt haben wir nochmal das Ende der 5. Plage gelesen. Und da steht, sie taten nicht Buße, um ihn die Ehre zu geben. Oh, Ende der 4. End of the fourth, we're not gone to the fifth yet.
It's wieder ein No, just go back to Which Revelation. verse? Just go back up to underneath the fourth plague. Revelation 16, Vers 9. Okay, also Offenbarung 16, Vers 9. Right. So, now I've lost my thought. Yes, if you just turn in your Bibles to Revelation 9. Also wenn wir in unseren Bibeln zur Offenbarung 9 gehen, Now, everything here that we're looking at is based upon principle, right? It's how we can prove things, right? Just because from God that changes not, right? alles was wir uns anschauen, ist basierend auf Prinzipien, also von einem Gott, der sich nicht verändert. Right. So Revelation 9, right, takes you up to the end of the second woe, Also right? Offenbarung 9 bringt dich zum Ende der zweiten Wehe. Okay, and when you come to verse 20, Wenn man zu Vers 20 geht, it says, "And the rest of the men which were not killed by these what? Plagues," diese right? Plagen. So you can see here the trumpet powers typify the plagues, right? Wir sehen, dass die Posaunenmächte die Plagen vorausschatten. Yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and wood, which neither can see nor hear nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornications, nor their thefts. So whenever something comes to an end, you have this expression, they repented not, right? Wenn es etwas zu seinem Ende kommt, hat man diesen Ausdruck, dass sie nicht Buße getan haben. Okay, so we can know that because it gets this mark and then they repented not, what can be here? Also, A judgment, right? wir können also wissen, wenn es hier zum Ende kommt und es sagt, sie haben nicht Buße getan, dann ist hier eben ein Gericht. Okay, so there's a judgment here, Hier gibt es ein Gericht and where are we? Yes, there will be a judgment here, und right? hier ist ein Gericht. Okay, so whenever you come to the end of a time of trouble, there's this judgment because they repented not, Und wenn right? man zum Ende einer Zeit der Trübsal kommt, ist dort dieses Gericht, weil sie nicht Buße getan haben. Okay, now go to the fifth plague, right? Jetzt geht es zu der 5. Plage. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. And they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. So it's marking a time of darkness, right? Also Offenbarung 16, Vers 10 und 11, das markiert jetzt eine Zeit der Finsternis. Okay, so the only thing that I can understand about that is that the seventh plague would be this time of darkness, Das right? Einzige, was ich darüber verstehen kann, also weil die 7. Plage markiert diese Zeit der Finsternis. Okay, I mean the 1260 was called the Dark Ages, right? Die 1260 wurde das finstere Mittelalter genannt. Okay, so I'm not quite sure exactly to illustrate that more than this period of darkness here, right? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man diese Zeit der Finsternis hier darstellen kann. And the darkness would be proportionate to the light that they've rejected, Und die right? Finsternis wäre im Verhältnis zu dem Licht, was sie verworfen haben. Okay, so and it brings us. We'll go back up to this line. It brings us to the sixth plague, Wenn right? man hier hochgeht zu dieser Linie, dann bringt es uns zu der 6. Plage. Okay, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So we know that this is marking the beginning of the sixth trumpet, Ja, right? wir wissen also, dass es den Anfang dieser 6. Posaune Which markiert, is the second woe. was die zweite Wehe ist. Okay, so the first woe has been working all the way through here, and now the second woe is beginning, Und die right? erste Wehe hat die ganze Zeit hier gewirkt und jetzt fängt die zweite Wehe an. Right? Richtig. So I want to focus primarily on this time period here, because this is what we really need to understand. Und Right? ich möchte jetzt mehr, also hauptsächlich auf diese Zeitspanne fokussieren, weil das müssen wir verstehen. Okay, so when this sixth plague happens, you have the threefold union coming together, right? Wenn die 6. Plage anfängt, kommt die dreifältige Union zusammen. Okay, they bring down fire from heaven, they're deceiving, right? Sie bringen Feuer vom Himmel, sie verführen. It's the
Sunday law test, but it's where you face death for it, right? Das ist der Sonntagsgesetz-Test und dort begegnest du dem Tod. Okay, so when we first looked at the spritz test, right? Also, wo wir zum ersten Mal diesen Spritztest angeschaut haben, Right, it has all the DNA of the Sunday law test, right? Of the image of the beast test. es hat die ganze DNA für den Test des Sonntagsgesetzes, also den Bild des Tieres-Test. Okay, so for instance, just go to Revelation 13. Zum Beispiel geht es Offenbarung 13. Just remind you of this point. Um an diesen Punkt zu erinnern. Verse 11. Vers 11. It says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. That's what marks the beginning here, Das right? markiert hier den Anfang. It says, and he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Right? So verses 11 to 14 represent this work of trying to coerce the whole world into worshipping the beast. Right? Verse 11 bis 14, das ist dann diese Zeitspanne, wenn sie versuchen, die ganze Welt da mit reinzuziehen, das Bild anzubeten, Okay. das Tier anzubeten. And all those that refuse, it brings you to verse 15. Und all diejenigen, die sich weigern, das bringt uns dann zu Vers 15. It says, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak. So what's the image of the beast doing now? Was macht das Bild des Tieres jetzt? It's speaking, Es right? spricht. So it speaks here, Es right? spricht hier. And this is first deception, right? Das ist erst diese Täuschung. Right? And then it's going to speak here, right? Und dann wird es hier sprechen. Okay. So hence when you take this and bring it down here, Deswegen, wenn man das hier nimmt und hier runterbringt, and this power has the same DNA as this, und diese Macht dieselbe DNA hat wie das hier, we're pretty sure that they're going to speak here, right? sind wir sehr sicher, dass sie hier sprechen werden. It's going to bring us into this trial, right? Das wird uns in diese Prüfung bringen. Okay, but let's go to Daniel 8 now, Gehen wir jetzt aber zu Daniel 8. and let's just put these powers on the line so we can see it clear. Wir legen jetzt diese Mächte auf die Linie, damit wir das klar sehen können. And remember, this is a great puzzle, right? Denkt daran, das ist ein großes Puzzle. In Daniel 11, the revelation is Daniel 11. Und die Offenbarung ist Daniel 11. In Daniel 11, this revelation is what will fill in all these points that we don't understand. Und Right? Daniel 11 wird eben all diese kleinen Punkte ausfüllen, die wir noch nicht verstehen. Okay, so Daniel 8 and verse 1. Daniel 8 und Vers 1. It says, in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will and became great. Right? So what's Trump's slogan? Was ist Trump sein Slogan? Make America great, right? Macht Amerika wieder groß. So this 4 verses here is an illustration of this two-horned power, right? Diese 4 Verse sind eine Darstellung der zweihörnigen Macht. Okay, that makes the Sunday law, Die machen das Sonntagsgesetz. and hence you have these trumpet powers
as a consequence of that, what they do, right? Als Konsequenz sind dann diese Posaunenmächte da. Okay, and this would be the same power in here, right? Das wäre dieselbe Macht hier drin. Okay, the two horns represent republicanism and Protestantism. This is this northern power, right? Die zwei Hörner stellen den Republikanismus und Protestantismus dar. Das ist diese nördliche Macht. Yes. Yeah. And it says that the ram's pushing westward, northward, and southward, right? Es sagt, der Ziegenbock stößt nach Westen, nach Norden und nach Süden. It pushes 3 areas, Also right? der Witter meinte ich, also in 3 Richtungen. It's a symbol, right? Das ist einfach nur ein Symbol. And he becomes great, Und der right? wird groß. Okay, so go now to the next heading, the globalist south, right? Jetzt zu der nächsten Überschrift, der globalistische Süden. Verse 5. Vers 5. It says, And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth. Right? So this power is counterfeiting Christ. Right? Diese Macht fälscht Christus. And Christ comes from the Und Christus kommt east, right? vom Osten. When does he come? Wann kommt er? During the 7 last plagues. Während den 7 letzten Plagen. So when the 7 last plagues in type are beginning, the counterfeit king of the north is coming from east to west, right? Und dieser Typus der 7 Plagen kommt, dann kommt der gefälschte König des Nordens vom Osten nach Westen. Okay, but this power is an open rebellion against God, Aber right? diese Macht ist in offener Rebellion gegen Gott. And it's doing the opposite, and he's coming towards him, right? Und sie macht das Gegenteil, also kommt sie ihm entgegen. So he's going from west to east. Sie geht also Right? von Westen nach Osten. Okay. It says, Behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which had been standing before the ram, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground. Okay, so what do we see? Was sehen wir also? Judgment. Right, we see a judgment. Why do we see that? Wir sehen ein Gericht. Und warum sehen wir das? Come, why did you say that? Because the 2 horns broken. Okay, the 2 horns get broken, but there's more language there than that just marks that. Also, Right, he's cast down to the ground. Right? also da steht, er wird auf den Boden geworfen. Okay, let's just look at that. Go to Revelation 9:1, right? Zur Offenbarung 9, Vers 1, um das anzuschauen. It says, And the 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. So it's falling from heaven to the earth, right? Vom Himmel auf die Erde. Okay, and when you just go back to Revelation 8, Wenn man zurück zur Offenbarung 8 geht, verse 5, Vers 5. it says, The angel took the censer and filled it with fire from the altar and cast it unto the earth. So what's he casting to the earth? Was wirft er also auf die Erde? Those burning coals of fire, right? Das heißen Feuerkohlen. Which is these angels, right? Fallen angels. Diese gefallenen Engel. And he basically allowing them to come down and do their work of destruction, Er right? erlaubt ihnen also im Grunde, dass sie herunterkommen und das Werk der Zerstörung tun. Okay, and if you go to Revelation 12, Wenn man jetzt auf Offenbarung 12 geht, verse 4, Vers 4.
Same point, right? Derselbe Punkt. And his trail drew the third part of the stars of heaven and did cast them unto the earth, right? These stars are these fallen angels, right? Diese Sterne sind die gefallenen Engel. Burning coals of fire, right? Brennende Feuerkohlen. Okay, so we see that the northern power here is being cast down to the ground, Wir right? sehen also, wie die nördliche Macht zu Boden geworfen wird. And just one last place, go to Isaiah 14. Und noch die letzte Stelle gehen wir zu Jesaja 14. Verse 12. Und Vers 12. It says, How art thou fallen from heaven, right? Bist du vom Himmel gefallen? O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations, right? And he weakens the nations because he made a Sunday law, Er right? schwächt die Nationen, weil er ein Sonntagsgesetz gemacht hat. Okay, so that judgment would be right here. Dieses Gericht wäre genau hier. Okay, so this power comes against this power, right? Also diese Macht kommt gegen diese Macht. So when this one breaks the two horns and casts them to the ground, it's marking a time of peace. Also wenn diese Macht diese zwei Hörner bricht und sie zu Boden wirft, dann markiert es eine Zeit des Friedens. Okay, so the question is now, have we been in a time of peace between these two people ever since he did this, right? Das ist jetzt die Frage, ob wir in einer Zeit des Friedens waren, seit er das gemacht hat. Okay, when did this take place? Wann hat das stattgefunden? 2021, right? 2021. Okay, so the next thing, the thing is the spritz, right, was already in place before he fell, right? Und diese Spritze war schon am Platz, bevor er gefallen ist. Okay, they're already bringing their agenda in to overthrow him, right? Sie haben schon die Agenda reingebracht, um ihn umzustürzen. Okay, so unlike we understood before, those things that are happening are not determined about time of peace, right? If you look at it from this sense. Und, A time of peace doesn't determine that it's there or not there. also eine Zeit des Friedens bestimmt nicht, ob die Sachen, die geschehen, dort sind oder nicht. Okay, but we were not fully tested by that. So therefore, what I would understand, the next thing to come would be this point, right? Also wir waren noch nicht geprüft dadurch, aber wie ich das verstehe, das nächste, was kommen soll, ist dann hier. Okay, verse 8. Vers 8. It says, the he-goat waxed what? Very great. Der Ziegenbock ist sehr groß gewachsen. So what is it telling us now? Was sagt es uns jetzt? Time of trouble. It's a time of trouble, Es ist right? eine Zeit der Trübsal. Okay, so he waxed great there, he's going to wax very great. Also hier wuchs er groß und hier wird er sehr groß wachsen. And these are just, we're just taking the principles and we're just putting them in place, Wir right? nehmen die Prinzipien und setzen sie an Platz. It says, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. So you have, he waxes great, and now it takes you to the end of this time period where he waxes, right? Also er wächst jetzt groß und dann bringt es uns zum Ende dieser Zeitspanne, Where he's broken, wo right? er zerbrochen wird. Right? Richtig? It's where he begins his power, where he ends, right? Da beginnt er seine Macht und da endet er. Okay, so excuse me. So this is where you got these four little horns, right? Da gibt es dann diese 4 kleine Hörner. Because out of one of them is going to come forth the northern power again, right? Weil aus einem von ihnen wird dann wieder die nördliche Macht herauskommen. Okay, and in agreement with between the two Sunday laws, you have this
power that comes up there, right? Pagan Rome typifies the United States rising up, right? In Übereinstimmung mit den 2 Sonntagsgesetzen hat man dort eben diese Parallele, wie das heidnische Rom schaute nämlich die USA voraus. So you can see this power here, right, is ruling or doing his test through these 2 plagues, Man kann right? also sehen, wie diese Macht hier herrscht und diesen Test bringt in dieser Zeit. Okay, because here he's very great, Hier ist er sehr groß and here he falls, right? So there's this judgment. und Right? hier fällt es, das dieses Gericht. Okay, and that's just going through and taking the pieces that we can clearly see, right? Ich gehe da jetzt durch und nehme einfach die Teile, die wir klar sehen können. In verse 9. Vers 9. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great. So where do we put that? Wo setzen wir das jetzt hin, wenn er überaus groß wird? Here, right? Ja, in der 6. Plage. So exceeding great, right? Überaus groß. Just paralleling the point where he's very great, Das ist right? einfach parallel zu dem Punkt, wenn er sehr groß ist. And this power, right, Und diese Macht, which is these 2 little horns, as Rome, das right? sind diese 2 kleine Hörner oder Rom, is working through these 2 plagues, right? das wirkt durch diese 2 Plagen hindurch, Till it gets judged at the end, bis right? es am Ende gerichtet wird. Right? So we know that this is the image of the beast test, right? Wir wissen, das ist der Bild des Tieres Test. This is the spritz test, Und das ist right? der Spritztest. Yes? So when you bring Joseph into the equation, Wenn right? man Josef jetzt in die Gleichung mit reinbringt, Joseph at the beginning here, she says, lie with me. da sagt sie hier am Anfang, leg dich zu mir. And he refuses, right? Er weigert sich. And just as we spoke, this whole time period is where the devil is trying to get you, to deceive you into breaking God's principles, right? Und die ganze Zeit hindurch versucht der Teufel dich zu verführen, dass du Gottes Prinzipien brichst. Okay, and it brings you down to this second time where it says, lie with me, right? Ist not Ah, okay, no, you're right, sorry. My mistake. Would be here, right? Es wäre dann hier, Okay. wenn sie zum 2. Mal sagt, leg dich zu mir. And now he gets delivered up, right? Jetzt wird er ausgeliefert. And when he gets delivered up here, it's parallel and when you get delivered up here, Und wenn right? er hier ausgeliefert wird, ist es parallel dazu, wenn man hier ausgeliefert wird. Here you're getting delivered up before the northern powers, here you're getting delivered up before the globalists, Hier right? wirst du vor den nördlichen Mächten ausgeliefert und hier vor den Globalisten. So when they deliver you up here, it brings great tribulation upon them. Wenn sie dich hier ausliefern, dann bringt das über sie große Trübsal. Because they deliver you up into this fiery trial, Weil right? sie liefern dich in diese Feuerprüfung aus. So when they deliver you up here, this fiery trial the same thing gets brought upon them, Und wenn right? sie dich hier ausliefern, dann wird dasselbe, also die Feuerprüfung, über sie auch gebracht. Okay? So it's relatively easy when you take these 2 powers and just do it like this. I mean, you can plot out things relatively okay from what we've been given to us, right? Also von dem, was uns gegeben wird, ist es relativ leicht, diese Sachen so darzulegen von diesen 2 Mächten. Okay? And it also says that, where was it? Vers 9. Yes. Yes, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, toward the pleasant land. So again, you have these 3 areas, right? Wieder hat man hier diese 3 Gebiete in Vers 9. So just by these
repeating patterns, you can plot things out, just like piece by piece, Also right? nur durch diese sich wiederholenden Muster kann man die Dinge eben herausfinden oder bringen, Stück für Stück. Okay, so you can. Okay, so going back to this point with Joseph, right? Jetzt zurück zu dem Punkt mit Josef. When this says, so we've got lie with me. Wenn sie sagt, leg dich zu mir. He refuses and he gets thrown into prison, right? Er weigert sich und wird ins Gefängnis geworfen. Okay, so you have a prison experience here, right? Hier ist also eine Gefängniserfahrung. What about here? Was ist hier? You have the same, right? Dasselbe. Okay, so you can see how this is being paralleled here, Man right? kann also sehen, wie das hier parallel mit dem hier gesetzt wird. Okay, so go to the last point I want to make on this. Go to Matthew 24 Den letzten Punkt, den ich noch darüber machen will, wenn wir zu Matthäus 24 gehen, and verse 3. in Vers 3. It says, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming at the end of the world? So this is at the end of the time of trouble, right? Das ist am Ende der Zeit der Trübsal. There's a time of peace, and then the Sunday law is going to begin, right? Das ist eine Zeit des Friedens und dann wird das Sonntagsgesetz anfangen. And then he begins, verse 4. Dann fängt er in Vers 4 an. And Jesus answered and said, take heed that no man deceive you. Because right here, they're going to bring fire down from heaven and try and deceive you, right? Ja, hier werden sie versuchen, Feuer vom Himmel zu bringen, dich zu verführen. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. So this whole point here is the beginning of sorrows, Bis right? Vers 8, also dieser ganze Punkt hier ist der Anfang der Wehen. Okay, and then we come to verse 9. Dann kommen wir zu Vers 9. So this period here is the beginning of sorrows, right? Diese Zeitspanne hier ist der Anfang der Wehen. Okay, then verse 9. Dann Vers 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Right? And that brings you to this point where they're going to deliver you up, Das right? bringt dich zu diesem Punkt, wenn sie dich ausliefern werden. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall rise. So you've got false prophets here, false prophets here, right? Falsche Propheten hier, falsche Propheten hier. And many false prophets shall rise and deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, just like in the big fractal, you have deception followed by they go to kill you, right? Also genauso wie im großen Fraktal hat man diese Verführung und dann gehen sie, um dich zu töten. It repeats here, right? Es wiederholt sich dann hier. So, although they make a death decree here, again they're going to try and deceive you before they go to put you to death, right? Und obwohl hier schon das Todesdekret ist, werden sie dich wieder versuchen zu verführen, bevor sie dich dann zu Tode bringen werden. Because they've got these repeating patterns, right? On a Aber smaller level, right? Hat diese sich wiederholenden Muster auf einer kleineren Ebene. And it'll be the same here when you get in here. There'll be devil. It says Sister White says he brings fire down from heaven here, trying to deceive everybody in this time. Und Right? dasselbe ist auch hier, Ellen White sagt dann, dass der Teufel Feuer vom Himmel bringen wird, um jeden hier drin noch zu verführen. Daniel 3 plays the music. Yes, in Daniel 3. Yes. Und in Daniel 3, wenn er die Musik spielt. Yes, she has a code also where she talks about that time period and says that Satan also works because it's reference to August 11th, 1840, right? Und sie hat auch ein Zitat, wo sie sagt, Satan wirkt dann auch, weil das ist in Bezug auf 11. August 1840.
Because August 11th, 1840 is the latter rain poured out, right? Weil der 11. August 1840 ist, wenn der Spätregen ausgegossen It says wird. they go forth with their faces shining, doing miracles. Und es Right? sagt, sie gehen vorwärts mit leuchtenden Gesichtern und wirken Wunder. She says Satan also works, even bringing fire down from heaven. Und dann Right? sagt sie, Satan wirkt auch und er bringt sogar Feuer vom Himmel. That would be right here, Das wäre genau hier. right? So you can see the same principles are always repeated, Man right? kann also sehen, wie sich dieselben Prinzipien immer wiederholen. He's going to try and deceive them before they face death at the end. Right? Versucht sie zu verführen, bis sie am Ende dem Tod begegnen. Okay, so and just let's read on verse 11. Wir lesen noch Vers 11 weiter. And many false prophets shall rise and deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So when have you got to endure to? Bis wohin musst du aushalten? The end, Zum right? Ende. And the end that's spoken about here is right here, right? Das Ende, wovon gesprochen wird, ist hier. Okay, and then it says, Und dann sagt es, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come, right? dann soll das Ende kommen. And this is this, I'll put it here, this end. Und das Right? ist dieses Ende. So from one end of heaven to the other end of heaven, Also von right? einem Ende des Himmels bis zum anderen. Okay, we show that from many different ways. This is the midnight cry, the last message, Wir haben right? das schon von vielen durch verschiedene Weisen gezeigt, dass der Mitternachtsruf die letzte Warnungsbotschaft. Okay, so this here is typified right here. Also das hier wird hier vorausgeschattet. Because Joseph, when he's cast into prison here, what does it say about him just before we get to this point? Weil wenn Josef hier ins Gefängnis geworfen wird, was sagt es zu ihm kurz bevor man zu diesem Punkt ankommt? Just go to Genesis chapter 40. Geht zu 1. Mose Kapitel 40. In fact, 39, excuse me, Geht doch zu 1. Mose 39, in verse 20. Vers 20. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Right? So what's the Lord doing? Was macht der Herr? He's lifting up Joseph, right? Er erhöht Josef. And that would be right here, Das right? wäre hier. Okay, so Joseph gets lifted up, right? Josef wird also erhöht. Okay, so in Daniel chapter 2, or even, and just trying to think, Daniel chapter 2 or in Daniel chapter 1, what happens to them right here? What do they receive? In Daniel 2 und Daniel 1, was geschieht mit ihnen? Was erhalten sie hier? Yeah, they receive understanding all visions and dreams. That's the revelation, Sie right? erhalten Verständnis in allen Visionen und Träumen. Das ist die Offenbarung. Okay, and we know that Joseph has the same thing because when he comes into this time, he's able to tell them their dreams, Wir right? wissen, Josef hat dasselbe, weil wenn er dann hier hinkommt, dann kann er alle Visionen und Träume ihnen deuten. Okay, so there's this prison experience, but then, just like here, right? So here you have the cross. Also das ist die Gefängniserfahrung, aber genauso wie hier hat man ja das Kreuz. Tear down this temple, and in 3 days I will rebuild it, right? Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Where is Jonah for these 3 days? Wo ist Jona in diesen 3 Tagen? He's still in prison, Er ist yeah? immer noch im Gefängnis. Yet he was set free right here, Aber er right? wurde hier freigesetzt, He's cast into the water, right? als er ins Wasser geworfen wurde. So Joseph is the same, right? Josef ist dasselbe. He finds mercy, he's been set free, but he's still in prison, right? Er findet Gnade, und er ist freigesetzt, aber ist immer noch im Gefängnis. Because he has to
save the baker, Weil right? er muss noch den, Moshe, the butler. The butler, sorry, den not the baker. Mundschenk retten. Okay, so the baker and the butler are just an illustration of two classes in this time period, Der right? Bäcker und der Mundschenk ist einfach eine Darstellung von diesen zwei Klassen in dieser Zeitspanne. Who he's going to give the revelation to. He's going to teach them the seven thunders, right? Zu wem er dann diese Offenbarung geben wird, also ihm die 7 Donner lehren wird. One will receive it and be restored at the end. The other one will get hanged at the end, Der right? eine wird es erhalten und am Ende wieder hergestellt werden und der andere wird am Ende erhängt werden. Right, and then that brings you to these 2 years, and then Pharaoh has his dream, Dann right? bringt es dich durch diese 2 Jahre und dann hat Pharao seinen Traum. Paralleling, right? Nebuchadnezzar having his dream, Das right? ist parallel mit Nebukadnezar, wenn er seinen Traum hat. Okay, so now the point is when you look at when you go to the book of Daniel, right, and when they're having, for instance, when Nebuchadnezzar has his dream, right, Also zum Beispiel, wenn Nebukadnezar seinen Traum hat im Buch Daniel, it's referring to this time period, right, dann bezieht es sich auf diese Zeitspanne. and it's only dealing with the north, Und es handelt nur mit dem Norden. right. You don't see anything to do with the south in that dream, Du right. siehst dort nichts, also hat nichts mit dem Süden zu tun in diesem Traum. Okay, and this is what's important when you go through. You only see that this is one of the proofs that prove that those visions are beginning here, Das right? ist eines der Beweise, warum die Visionen hier anfangen. Because nowhere in any those things do you see this, Weil right? nirgendwo in diesen Dingen kann man das hier sehen. What I mean is like Daniel 3, Daniel 2, Daniel 4, Was ich etc. meine, ist Daniel 3, Daniel 2 und Daniel 4 und so weiter. It's just dealing with this time period here, Es right? handelt nur mit dieser Zeitspanne hier. Okay, so it's only when you get to Daniel 7 and 8, right, that you begin to see this power in the first half, right? Nur wenn man zu Daniel 7 und 8 geht, kann man sehen, wie diese Macht dann in der ersten Hälfte ist. Okay, right, so go to the next point. Is the quote that we've posted from Great Controversy. Geht zum nächsten Punkt, das Zitat, was vom großen Kampf gepostet ist. It says, "Not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Christ had given his disciples warning, and all who believed his words watched for the promised sign. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, said Jesus, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out." Now we know that Christ, when he is resurrected right here, he flees into the wilderness, right? Wir wissen, wenn Christus hier auferweckt wird, dann flieht er in die Wüste. With the 7 last plagues, the 144,000 are going to flee, Bei right? den 7 letzten Plagen müssen die 144.000 fliehen. So we know that the beginning of the 7th plagues is marking where you flee, Wir right? wissen also, der Anfang der 7 letzten Plagen markiert dann, wenn du fliehst. Right? That has been typified here, right? Das wird hier vorausgeschattet. When the Sunday law comes, you are to flee, Wenn right? das Sonntagsgesetz kommt, sollst du fliehen. Okay, so flee into the mountains and let them which are in the midst of it depart out. After the Romans under Cestius had surrounded the city, they unexpectedly abandoned the siege when everything seemed favourable for an immediate attack. So you have Cestius, right? Das ist also Cestius. It's a sign, Das right? ist ein Zeichen. Okay, and you have this point now where Cestius flees away, Das right? ist jetzt dieser Punkt, wenn Cestius wegfliegt. Okay. They unexpectedly abandoned the siege when everything seemed favourable for an immediate attack. The besieged, despairing of successful resistance, were on the point of surrender when the Roman general withdrew his forces. Now we know, if we take line upon line, story upon story, the other stories give us information that they're fleeing away because there is a insurrection, there's a civil war taking place, right? That has to be dealt with, right? Wir wissen, dass wenn man andere Geschichten Linie auf Linie zusammenbringt, dann geben sie uns diese Informationen, warum sie wegfliehen,
weil dort eben dieser Aufstand ist, also dieser Bürgerkrieg, mit dem sie erstmal handeln müssen. Okay, it says the promised sign had been given to the waiting Christians, and now an opportunity was afforded for all who would obey the Saviour's warning. So Christ says He'll never allow you to be tempted above that which you can bear, but always provide a way of escape that you might endure the temptation, right? Also Christus sagt, ich werde euch nie über die Maßen versuchen, sondern immer einen Ausweg oder einen Weg des Entkommens schaffen, dass du die Versuchung ertragen kannst. So the sign comes, they flee to Christ, that's what it's illustrating, right? Das Zeichen kommt, sie fliehen zu Christus, weil da steht es da. And then at the end he provides a way of escape, Und dann right? am Ende, da gibt er einen Weg des Entkommens. Okay, so when we bring all this information together, we understand that Cestius flees, right? Und wenn wir all diese Sachen zusammenbringen, verstehen wir, dass Cestius flieht. Okay, and when he flees, they flee, right? Wenn er flieht, dann fliehen auch sie. So just like this end, Genauso wie dieses Ende. you flee. It's the same here. It's just the repeating pattern, right? Also wie bei diesem Ende fließt auch hier. Das ist das einfach sich wiederholende Muster. Because he's provided a way of escape, Weil er right? hat einen Weg des Entkommens geschaffen. Okay, just go down to the next paragraph. Geht zum nächsten Absatz runter. Terrible were the calamities that fell upon Jerusalem when the siege was resumed by Titus. So there's a time of peace followed by a time of war. Also den letzten Absatz. Und da ist eine Zeit des Friedens gefolgt von einer Zeit des Krieges. Okay, so you clearly see in this pattern, Titus, right, Man kann klar in diesem Muster sehen, Titus. surrounds Jerusalem. Er Right? umlagert Jerusalem. Okay. It says, terrible were the calamities that fell upon Jerusalem when the siege was resumed by Titus. The city was invested at the time of the Passover. Okay, and we know right here that this is Passover, Und right? wir wissen, dass hier das Passa ist. These 3 days, Diese right, 3 Tage. where the Lord is providing a way of escape, Wo right? der einen Ausweg schafft. Because you have to come out of Babylon, right? Du musst aus Babylon herauskommen. Okay, so go to the next quote. Geht zum nächsten Zitat. Christ gave his disciples a sign of the ruin to come on Jerusalem, and he told them how to escape. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains. So it's the same sign, right? Das ist dasselbe Zeichen. And let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries that thereinto enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. This warning was to be given to be heeded 40 years after at the destruction of Jerusalem. Speaking about Titus, Man spricht right? über Titus. So it's a sign, Das ist right? ein Zeichen. Just like Cestius was a sign. Genauso wie Cestius ein Zeichen war. Flee, escape, flee. These ones will escape here, but on the bigger scale, right? It's at the end, right? Also man flieht, man entkommt, man flieht und das ist, also diejenigen werden schon hier fliehen, aber auf einer größeren Ebene dort. Okay, so the dilemma is the Ukraine war. Und das Right. Dilemma ist der Ukraine-Krieg. How do we marry up? Because this is quite easy to follow, Ja, right? das ist ziemlich einfach zu folgen. Okay, so if we would understand rightly, since he knocked him off his perch, he's about to bring this, right? And we see this coming, right? Und wenn wir das richtig verstehen, seit er ihn von seinem Thron gestoßen hat, da bereitet er sich jetzt vor, das hier zu bringen. Und wir sehen das, wie es kommt. But how do we fit in, right? Because Putin, he's playing a role of somebody that's sitting on the throne of the world. He's an emperor, right? Also, und jetzt ist die Frage, wie das reinpasst, weil Putin sitzt ja, also er spielt die Rolle von jemandem, der die ganze Welt beherrscht. Er ist ein Imperator, also ein Kaiser.
But Biden is also sitting in the same throne Aber Biden sitzt auch auf demselben Thron, at the same time. zur selben Right. Zeit. There's a conflict Da ist here, ein right? Konflikt. Why has the Lord got both these illustrations going simultaneously? Warum erlaubt der Herr, dass diese beiden Darstellungen gleichzeitig stattfinden? The only conclusion I come to with the Biden illustration, he's trying to show us this, right? Die einzige Schlussfolgerung, zu der ich kommen kann, ist, dass mit der Darstellung von beiden versucht uns das hier zu zeigen. To see this is coming next, right? Und wir sehen, das kommt als nächstes. But also to give us a structure for Putin to flee away, right? Aber auch um uns die Struktur zu geben, dass Putin hier wegflieht. And my last thoughts is, right, when you're dealing with, let's just deal it from an earthly perspective, right? Und mein letzter Punkt, also wenn man das von einer irdischen Perspektive betrachtet. Okay, Biden and all these countries have offered security guarantees to Ukraine, right? Biden und all diese Länder haben Ukraine Garantien angeboten. Right. So the thing is, when Putin would flee away and leave his country, their security guarantees should immediately come into effect, right? Und wenn Putin jetzt das Land verlassen würde, dann würden ihre Sicherheitsgarantien sofort in Wirkung treten. But they can only be in place while America's on board, right? Sie können nur an Platz sein, wenn Amerika auch dabei ist. How can he flee away and then suddenly come back in and nobody do anything because they've made all these guarantees, right? Wie kann er wegfliehen und dann plötzlich wieder reinkommen und sie machen nichts, also weil sie haben ja diese ganzen Garantien gegeben. Okay, so this might just be my own worldly thoughts, and I'm open to be reproved on this. Vielleicht sind das einfach meine eigenen weltlichen Gedanken. Ich bin offen dafür, getadelt zu werden. But if Cestes flees away here, Und wenn right, Celsius hier wegfliegt, which is according to the pattern, was right, gemäß dem Muster ist, it's marking the point where he, who's controlling all these people at the moment, falls, right? markiert dann den Punkt, wenn er, der im Moment alle Leute kontrolliert, dann fällt. There'll be no more security guarantees. Da wird es dann keine Sicherheitsgarantien mehr geben. And you can be sure that all the help and aid will dry up right there. Man kann sicher sein, dass all die Hilfestellungen dann dort austrocknen werden. And then he comes back with great fury, Dann right? kommt er mit großem Zorn zurück. Okay, it's the only way that I can see to marry these thoughts up at the moment, right? Das ist das Einzige, wie ich im Moment diese Gedanken in Übereinstimmung bringen kann. We've definitely got two different illustrations running simultaneously, Auf right? jeden Fall haben wir zwei verschiedene Darstellungen, die gleichzeitig sich abspielen. They both have to fit according to the pattern, right? Beide müssen gemäß dem Muster reinpassen. So when you look at the Ukraine war, you're looking at the pattern according to what the North is doing, right? Und wenn man den Ukraine-Krieg anschaut, dann kann man das Muster sehen, was der Norden macht. But when you look at this, what's going on there in America, you're looking at it from the perspective of Biden and Trump, Und wenn right? man sich das anschaut, was in Amerika geschieht, schaut man das aus der Perspektive von Biden und Trump an. Okay, and it would make sense that Trump would go into prison here, but come out of prison here, just like God's people, internal and external, Und das right? würde Sinn machen, dass Trump hier ins Gefängnis geht und dann hier herauskommt, so wie Gottes Volk, weil das Interne und Externe geht Hand in Hand. Because that's where he comes out of one of them, right? He rises, right? Weil hier kommt er aus einem von ihnen, also er steigt auf. Here he's going to speak, Hier wird er sprechen, right? Northern power, die right? nördliche Macht. Okay. So at the same time, Putin now has a free reign, right? Zu derselben Zeit hat Putin dann eine freie Regierung, Okay. Herrschaft. So apart from the only thing that I really don't get is this and this horn falling at the same time. Where else
I don't see any other logic but for it to be right there. Also das Einzige, was ich wirklich nicht begreife, wie das hier gleichzeitig ist mit diesem Horn, das fällt, also wo man das noch sehen, also woanders sehen kann, ist nicht logisch. Okay, so if anybody's got any better ideas, right, feel free to bring them forward. Wenn Right? jemand eine bessere Idee hat, dann fühlt euch frei, sie vorwärts zu bringen. But it says you have to go with the weight of evidence, right? Es sagt, man soll mit der Beweislast vorwärts gehen. So we can only go with what the scriptures reveals to us and what's been given to us, Wir können right? also nur mit dem gehen, was die Schriften uns offenbaren und was uns gegeben wird. You've got these two illustrations, they're happening simultaneously. Es gibt diese Right? zwei Darstellungen, sie finden gleichzeitig statt. Okay, God is not the author of confusion. Und Gott ist nicht ein Autor der Verwirrung. He can't bring two different tests upon us simultaneously, right? Beginning at different times. Kann ich zwei verschiedene Tests über uns gleichzeitig bringen, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Okay, these wheels within the wheels, they must coincide with each other, Diese right? Räder in den Rädern müssen miteinander zusammenspielen. Okay, so at some point we will understand this, right? Und einem Punkt werden wir das mal verstehen. But one thing is for sure, right? You have this test before us, Aber right? eines ist sicher, dieser Test ist vor uns. He brought him down here and this has not come yet, Er right? hat ihn hier gestürzt und das hier ist noch nicht gekommen. And the other thing is for sure that he has to haste away and then return and do this work. Und das Right? andere ist sicher, dass er wegfliehen muss und dann zurückkommt und das Werk tut. Okay, so there's still some uncertainty in what we understand, Es right? gibt also immer noch Ungewissheit in manchen Dingen. But you can see it's this great puzzle that we have to put all the evidence in place and then we just have to go on what the evidence that we have, right? Man kann also einfach sehen, dass es ein großes Puzzle ist, wo man alle Beweise an Platz setzen muss und dann damit vorwärts gehen muss. Okay, so on that thought, let's close with prayer. Mit diesem Gedanken lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, I want to thank you that you showed us all these evidences. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns all diese Beweise gezeigt hast, We can see now more clearly where we are in time. dass wir jetzt klarer sehen können, wo wir in der Zeit uns befinden. And I ask that you would help us to prepare for this test that is coming. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dass wir uns vorbereiten auf den Test, der kommen wird. That we would make sure that we put all these truths in our heart. Und dass wir sicherstellen können, dass wir diese ganzen Wahrheiten in unser Herz legen. And that this would be our refuge in this time of trouble. Und dass dies unsere Zuflucht sein wird in der Zeit der Trübsal. And that we would see our utter helplessness, that we cannot stand this in our own strength. Und dass wir unsere äußerste Hilflosigkeit erkennen mögen, dass wir in unserer eigenen Kraft nicht bestehen können. And please help us that we would not focus on the things we don't understand, the confusion. Und hilf uns, dass wir uns nicht auf die Dinge fokussieren, die wir noch nicht verstehen, auf diese Verwirrung. But that we would ask in faith and believe that you will explain to us the wheels within the wheels. Sondern dass wir im Glauben bitten und dass wir vertrauen, dass du uns die Räder in den Rädern erklären wirst. And we ask that you would please be with us this day. Und wir bitten, dass du uns heute beistehst, bitte. And that you would help us to meditate upon your truth and not upon the things of this world. Und dass du uns hilfst, über deine Wahrheit heute nachzudenken, nicht über die Dinge dieser Weltzeit. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Mm.